Wir hatten schon tausendmal davon, von Dualseelenzeichen. Und trotzdem möchte ich erneut darauf eingehen, weil es etwas ist, das ganz viele ganz am Anfang sehen. Wenn das anfängt mit dem Dualseelenprozess, wenn sie noch nicht mal einen Namen haben dafür, was hier geschieht, wenn sie einfach friedlich ihr Leben gelebt haben, Tag ein, Tag aus, alles ein bisschen ähnlich, in einer Partnerschaft oder nicht, verheiratet oder nicht, Kinder oder nicht, schon ein bisschen älter oder jünger, spielt keine Rolle. Aber es wurde nichts aktiv manifestiert im Sinne von so, jetzt will ich den Herrn X oder Y in mein Leben manifestieren. Und plötzlich sehe ich da überall Zeichen. Denn natürlich, so funktioniert Manifestieren, dass wir Zeichen kriegen als Vorboten dessen, was wie sagt man, im Begriff ist, zu uns zu kommen. Wenn du ein Glas Wasser manifestieren möchtest, wirst du in deinem Alltag wahrscheinlich auf Wasserhähnen treffen, du auf H2O-Zeichen, auf nasse Böden, auf Wasserflaschen, die leer vor dir liegen und so weiter, weil du im Begriff bist, mit deiner inneren Manifestierungsmacht, mit deiner kreativen Macht, ein Glas Wasser zu manifestieren. Dann ist es normal, das sind wie Vorboten, dass alles darauf hindeutet, dass du auf dem Weg dazu bist, das auch zu erhalten. Irgendwann wird es vor dir stehen, entweder du lässt es dir selber, du schenkst es dir selber ein, oder es steht wirklich aus dem Nichts da, dann, wenn du es überhaupt nicht erwartest, was typisch ist für Manifestieren. Und so lassen sich diese Zeichen erklären. Du bist also der Aussender und der Kreator, der Schaffer dieser Zeichen, in diesem Fall des Wasserglases. Ich hätte vielleicht ein besseres Beispiel wählen können, aber egal, ihr versteht das Prinzip. Wenn es jetzt aber um die Dualseele geht, und ich verwende das gleichbedeutend mit Zwillingsseelen, Zwillingsflammen, die große Liebe, der Partner, der für dich bestimmt ist, der im Kern eins ist mit dir und so weiter, was nicht bedeutet, ja, du musst heute und morgen mit ihm zusammen sein und ja, das wird auf jeden Fall in diesem Leben geschehen, bedeutet es nicht. Es heißt aber, dass ihr im Kern in Liebe verbunden seid und dass ihr für das gegenseitige Wachstum und für das gegenseitige Heilwerden und zu euch finden verantwortlich seid und zuständig seid. Da müsst ihr aber nicht drüber nachdenken, das geschieht ganz von alleine, weil ihr so gebaut seid, dass ihr im anderen das Wachstum triggert, das äh, er oder sie und ihr euch auch unbewusst wünscht, dass ihr euch für dieses Leben vorgenommen habt, dass ihr in die bedingungslose Liebe kommen wollt, dass ihr erwachen wollt, dass ihr zu eurer besten göttlichen Version werden wollt. Das habt ihr euch vorgenommen. Das wisst ihr aber nicht mehr, weil das nicht bewusst geschehen ist, sondern, wie ich glaube, vor dem Inkarnieren geschehen ist. Sowas wie ein Seelenplan, sowas wie ein Vorhaben für das heutige, für das jetzige Leben. Ne? Wie wenn ihr auf eine Schulreise geht und sagt, ha, heute fahren wir an den Kummersee und da werden wir einmal um den See spazieren, ist ein bisschen groß, und dann noch mit dem Boot fahren und dann noch dies und dann noch das und dann ist Abend und dann haben wir zu viel gegessen, dann gehen wir wieder nach Hause, dann haben wir Bauchschmerzen, dann erholen wir uns, dann träumen wir und merken, es war der schönste Tag unseres Lebens. Das ist ein Vorhaben. Und genauso habt ihr euch für das jetzige Leben etwas vorgenommen. Also habt ihr euch vorgenommen, dieses große Wachstum anzustreben und umzusetzen, das darin besteht, unbedingt, nicht unbedingt, der ist aber gut, bedingungslos zu lieben. Denn was gibt es Schwierigeres in unserem menschlichen, begrenzten Ego-Dasein, als bedingungslos zu lieben? Wir lieben, solange es so läuft, wie wir es wollen. Wir lieben, solange der andere uns gibt, was wir erwarten. Wir lieben, wenn der andere es auch verdient hat. Wir lieben, glauben wir, obwohl es keine Liebe ist, wenn wir all diese Bedingungen dran knüpfen, was dann per Definition keine Liebe mehr ist, weil Liebe akzeptiert, toleriert sein lässt. Und ich sage dazu nicht, ja, sagt ja, wie ein Boxsack behandelt zu werden. Darum geht es nicht. Es geht aber nicht darum, dass wir jetzt hier mir die Worte im Mund umdrehen, sondern es geht darum, dass wir ganz genau
uns klar und bewusst werden, was hier eigentlich geschieht. Jetzt habt ihr euch also vorgenommen, für dieses Leben, diese bedingungslose Liebe kennenzulernen und umzusetzen und ins Einheitsbewusstsein zu kommen und in eure wahre Macht zu kommen. Weil ihr das ja nicht mehr wisst, ne? Kurz vergessen gegangen mit Geburt und solchen Späßen, seid ihr jetzt da und wisst von nix, vermeintlich, wenn jetzt Herr X oder Frau Y in euer Leben tritt, ohne dass ihr glaubt, es geplant zu haben. Weil ihr wart ja dabei, euren Alltag zu leben mit Herr P oder mit Herr K und plötzlich steht da er oder Frau XY, ne? Jetzt habt ihr ein kleines Problem, weil ihr denkt, das wollte ich doch gar nicht, das habe ich so nicht geplant, das habe ich überhaupt nicht manifestiert, da habe ich nie dran gedacht. Jetzt ist es plötzlich so, was mache ich denn jetzt? Ne? Und wisst, wie gesagt, nicht mehr, dass ihr sehr wohl euch vorgenommen habt, das in diesem Leben zu erleben. Trotzdem habt ihr jetzt ein kleines Problem, weil ihr ja eigentlich mit eurem kleinen Leben weitermachen wollt. Und mit klein meine ich nicht wertend im Sinne von, das ist nicht lebenswert. Es ist einfach ein bisschen kleiner, als ihr euch das vorgenommen habt für dieses Leben. Und mit groß meine ich auch nicht, dass eine Dualseelenbeziehung gelebte größer ist, aber ist sie trotzdem. Ist sie natürlich trotzdem, weil das nur möglich ist, wenn ihr zuvor ganz heilt und ganz zu euch findet. Jetzt steht da Herr X und Frau Y in eurem Leben. Ihr wollt die nur noch loswerden, weil die stören ja nur. Ne? Die stören ja euren Alltag. Und die stören das, was ihr eigentlich vorhabt zu leben. Jetzt stehen die aber da. Ihr wollt sie aber wegdrängen. Was passiert denn jetzt? Ja, ihr kriegt jetzt diese kleinen Reminder. Ne, das ist wie wenn ihr in Outlook ein Meeting geplant habt und eine Stunde vorher und 10 Minuten vorher und 2 Minuten vorher kriegt ihr dann einen Reminder. Hey, 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 du wolltest doch. Hey, 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 in 5 Minuten willst du doch. Und jetzt lassen wir die Zeit mal weg, die ist ja gar nicht real. Aber ihr kriegt einen Reminder. Von wegen, hey, 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 das ist doch der Herr X, weißt du noch, bevor du gekommen bist in dieses Leben, hast du doch ganz genau gewusst, dass das deine große Liebe ist, dass du mit ihm zusammen sein willst, dass du alles tun wirst, um mit ihm zu sein, nämlich du wirst alles tun, um zu heilen, um diese eigene Reise zu dir anzutreten. Das hast du versprochen, hast es aber vergessen. Deshalb die kleinen Reminder. Hier die Initialen von ihm. Hier das Geburtsdatum von ihm. Ach so, du wirst wieder alles wegdrücken und willst mit deinem Mann in die Ferien fahren und so tun, als wäre nichts geschehen. Hahaha, wir haben hier noch ein paar Reminder für dich, worum es wirklich geht. Es geht darum, aufzuwachen. Ne? Das ist, oder nehmen wir einen Wecker. Der heißt ja neuerdings auf den Handys Alarm, was mich jedes Mal nervt, weil ich wieder so sage, wir haben so ein wunderschönes deutsches Wort für, wenn es dich aus dem Schlaf reißen soll, nämlich Wecker. Wer hat entschieden, welche Übersetzungsmenschen haben entschieden, dass der plötzlich Alarm heißen muss auf dem Handy? Macht null Sinn, ist gar nicht so viel kürzer, weil manchmal möchte man das Deutsche ein bisschen abkürzen und hat ein Platzproblem. Ihr seht meinen Übersetzungshintergrund. Aber Alarm und Wecker, come on, das ist jetzt wirklich nicht ein großer Unterschied. Auf jeden Fall stellt ihr jetzt halt euren Alarm, ne, auf morgens um 7. Also morgen, am nächsten Tag um 7. Weil ihr denkt, ach ja, ich muss ja aufstehen und Kinder füttern und Meeting und schön anziehen und bla bla bla. Damit ich dann wirklich auch um 9 auf der Matte stehe, muss ich bestimmt um 7 aufstehen. Abends wird's ein bisschen später. Ihr geht wieder viel später, als ihr eigentlich wolltet ins Bett, weil noch kurz dies, noch kurz das, noch kurz jenes. Und plötzlich ist 1 Uhr morgens und ihr könnt schon rechnen, da kriegt ihr genau 6 Stunden Schlaf, was jetzt nicht eine Ewigkeit ist. Also klingelt um 6 um 7, um 7, wie versprochen und wie geplant, der Wecker. Der kommt. Parallele zu Seelenplan, ne? Ihr habt euch vorgenommen, etwas zu erleben im Seelenplan. Weshalb bin ich nicht scharf? Das nervt. Ich muss doch scharf sein. So, sorry fürs nicht scharf sein. Jetzt klingelt um 7 dieser Wecker und ihr denkt, nein, ist doch viel zu früh, was soll denn das Ganze? Und ihr klickt schlummern. Ne? Nehmen wir mal an, da ist kein Mann und Kind und sowieso, der euch jetzt sowieso schon weckt. Jetzt seid ihr wirklich auf diesen Alarm, auf diesen Wecker angewiesen. Schlummern. Ja, was passiert? Da kommt wieder ein Reminder, ne? Eine Erinnerung. Hey, du wolltest doch um 7 aufstehen. Hey, du wolltest doch.
Und es geht wieder los, ne? Entweder eine schöne, wundervolle Melodie oder, wie das früher war, nervig, irgendwas Weckiges, das halt euch weckt, ne? Also geht es so weiter, bis ihr aufsteht, bis ihr checkt, okay, es geht darum, aufzustehen. Nicht, weil das mir jemand befiehlt, sondern weil ich mir das so vorgenommen habe, weil ich das und das erreichen möchte. Und so sind die Zeichen zu sehen. Das sind Hinweise darauf, dass ihr euch doch entschieden habt, diesen Weg zu gehen, in die Selbstermächtigung, in die Selbstfindung, in die Selbstliebe. Ja, ich habe noch kein einziges Mal gesagt, um mit ihm zusammen zu sein. Ja, natürlich glaubt ihr, macht es darum. Das ist auch völlig okay. Und natürlich, allenfalls werdet ihr am Schluss auch mit ihm oder ihr zusammen sein. Ja, aber bis dann geht es schon gar nicht mehr darum. Es geht darum, dass ihr diese Reise zu euch machen wollt und euch das vorgenommen habt. Und jetzt werdet ihr erinnert mit all diesen Hinweisen, mit diesen liebevollen, süßen, zärtlichen Hinweisen, wie die geistige Welt so ist, sehr kreativ, sehr unerwartet, sehr überraschend, sehr originell. So, hups, jetzt wollte ich doch einfach mal kurz Milch kaufen gehen und jetzt ist das Total des Kassenzettels ist sein Geburtsdatum. Hallo, bitteschön, wer kann denn das erfinden? Was soll denn das? Bin ich denn von allen guten Geistern verlassen? Und das ist die Aufgabe von Zeichen. Und deshalb ist es nicht ein Hirngespinst, dass ihr euch die ausdenkt oder hinmanifestiert oder ihr wollt ja so unbedingt mit ihm zusammenhängen und deshalb seht ihr selektives Wahrnehmen überall nur noch 11, 11 und 2, 2, weil ihr so verrückt seid nach ihm. Ja, diesen Fall gibt es auch übrigens. Das ist ein Teil der Dualseelengeschichten verläuft so, dass ihr dann unbedingt mit ihr zusammen sein wollt. Aber bei den meisten, denen fällt das wirklich wie ein Blumentopf auf den Kopf. Das fällt nicht mal in den Schoß, das fällt auf den Kopf. Das ist wirklich so, der hat neu bei euch, was weiß ich, in der Firma angefangen zu arbeiten. Ihr seht den und denkt, oh, oh, Scheiße. Ich kann es nur so sagen. Ich weiß genau, dass da was ist. Ich weiß genau, dass der mir gefällt. Ich weiß genau, dass ich den jetzt schon liebe, obwohl das gar keinen Sinn macht. Ich kann den noch gar nicht lieben. Ich kenne den ja nicht. Aber ich spüre, dass ich den schon liebe. Ich weiß aber, dass ich verheiratet bin. Ich weiß aber, dass ich Kinder habe. Ich weiß aber, dass ich, was weiß ich, schon dreimal verheiratet war und sicher nicht ein viertes Mal heiraten werde. Ich kann doch nicht noch mal einen Mann Nummer drei auch noch verlassen. Oder was auch immer. Was auch immer das Szenario ist. Es passt gerade nicht. Es ist gerade nicht so günstig. Ich war gerade mit Leben beschäftigt. Lasst mich bitte in Ruhe mit euren Zeichen. Ne? Und was folgt? Ihr wisst es schon, nämlich nicht, ihr werdet nicht in Ruhe gelassen, sondern ihr werdet immer wieder aufgeweckt. Schlummern, ne? Schlummern heißt es auf dem Wecker. Snooze. Meine Freundin sagt immer, ich habe gesnoost heute. Ich hab wieder gesnoost heute, jetzt bin ich spät dran. Du weißt, wer du bist. Das ist die Bedeutung von Zeichen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich schätze eure Aufmerksamkeit. Ich mag es, diese Videos zu machen und immer aus dem aktualisierten Stand meines Bewusstseins euch die Weisheit weiterzugeben. Weisheit meine ich einfach meine kleine, bescheidene eigene Weisheit und auf dass sie euch hilft. Alles Liebe und bis bald. Was sind denn Zeichen auf dem Dualseelenweg? Zeichen sind wie Hänsel und Gretel damals